Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder mit durch die Woche. Heute ist Donnerstag. Ein Teil der Kinder ist schon zu Hause, aber ich hatte Lust jetzt was zu backen. Und zwar machen wir einmal einen Apfelkuchen und dann Poğaça. Poğaça sind ja so türkische Milchbrötchen, die man meistens herzhaft befüllt, eigentlich immer herzhaft befüllt. Das ist ein Rezept aber von Sally, nicht meins. Die hat es nämlich so in Füllung gemacht, die ich so noch gar nicht kannte. Also bis jetzt gibt es die immer nur so Kartoffelfüllung, Schafskäsefüllung oder Hackfleischfüllung. Aber sie hat so eine Pizzafüllung gemacht und das fand ich sah ganz nice aus. Genau, deswegen dachte ich, wir machen das einmal, dann freuen sich die Kinder. Ich schaue mal, dass ich vielleicht ein bisschen mehr mache. Dann können die morgen noch was in ihre Brotbox für die Schule haben. Und ja, Apfelkuchen mache ich, weil ich habe ganz, ganz viele Äpfel. Mein Mann hat die mitgebracht von einem Freund aus seinem Garten. Und ja, obwohl die Kinder die ganze Zeit fleißig Äpfel essen, das sind sehr, sehr viele. Deswegen Apfelkuchen. Legen wir mal los. Ansonsten, was gibt's Neues? Werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall ein Laufband zu Hause. Wir haben mit meinem Mann uns ein Laufband geholt. Wir wollten schon länger eins. Und ja, weil die ja ein bisschen preisintensiver sind, haben wir lange gesucht und dann eins gebraucht bei eBay gefunden. Was aber super ist, wir haben es wirklich zum Hälfte des Preises. Dabei ist es gerade mal 5 Monate alt, nicht mal 4 Monate altes Laufband. Wir haben es zum halben Preis, sogar Garantie ist noch drauf. Und ja, seit jetzt einer Woche mache ich schön Sport. Und das freut mich, weil so wie heute ist auch wieder trübes Wetter. Jetzt kommt es Regen, Winter. Man hat keine Lust, draußen Sport zu machen. Also wenn, bin ich ja noch gerne draußen laufen gegangen. Aber das ist halt immer so eine... Da musst du dich anziehen und dann rumlaufen. Und wenn das Wetter nicht passt oder so, zu Hause ist es einfach praktischer. Eigentlich wollte ich es in den Keller stellen, wir haben ja da den Sportraum, aber ich habe Angst, wenn es im Keller ist, dass ich dann nicht runtergehe. Deswegen habe ich es jetzt ins Wohnzimmer gestellt. Ich zeige es euch mal. Stört mich jetzt nicht, deswegen, solange es mich nicht da stört, lasse ich es da. Wenn es mich dann irgendwann nervt, dann bringe ich es doch in den Keller runter. Aber ich denke, hier oben bin ich ein bisschen motivierter, Sport zu machen. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine gute Marke ist oder so, aber normalerweise kostet das neu über 600 €. Und wir haben es für 300 € gekauft. Und das ist ganz cool. Das hat auf jeden Fall, man kann berghoch gehen. Also man kann hier die Links einstellen, dass das Laufband hochgeht, was ganz cool ist. Und eben klar Speed. Und dann gibt es hier noch ein paar Programme. Da muss ich mich noch ein bisschen durchtesten. Aber ja, es nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Es stehen immer meine Schuhe, die ich hier benutze zum Laufen. Steht halt hier. Ja, also es stört nicht, dass es hier steht. Und irgendwann wird es mich nerven, weil ich mag das nicht. Aber dann packe ich es halt eben weg. Aber jetzt erstmal kann es hier stehen bleiben. Genius! Ah, du bist ja wirklich schlau. Ich wollte gerade sagen, wenn man ihm hier Musik angemacht hat und ich so, nein, Musik im Hintergrund, dann haben wir Copyright-Probleme. Aber sie, guck mal, was für eine schlaue. Sucht extra Musik mit, die Copyright-free ist raus. Wow! Das hat auch mein Mann mitgebracht. Das ist voll cool, diese Musikbox. Ja, eine Box. Auf jeden Fall hat es einen coolen Sound. Und das ist nochmal mehr Motivation, hier Sport zu machen. Also Wohnzimmer wird jetzt langsam zum Fitnessstudio. So, wir machen hier jetzt erstmal den Hefeteig. Ich mache das doppelte Portion. Also das Rezept ist für 24 Stück. Ich mache jetzt einen Teig und dann mache ich den zweiten. Genau, damit wir 50 Stück haben. Das reicht dann gerade mal so für uns alle. Genau, ich mache das immer zweimal, weil ich habe versucht, mal in der größeren Schüssel zweimal Teig zu machen, also fast 2 Kilogramm, das war ein bisschen knapp. Deswegen mache ich es lieber zweimal, ist auch besser, weil ich das dann besser aufteilen kann. So, so. Oh, das ist so ein softer Teig. Das ist richtig nice. Jetzt so eine schöne Kugel. Hier ein bisschen Mehl reinmachen? Nein, kein Mehl. Noch Mehl? Nur Mehl. Dann machen wir das Sally. Mit Dings. Ein bisschen Fettuccine. Weil das ist ein Fettuccine-Teig. So. Während die Teige hier vor sich hin ruhen und schön groß werden, haben wir jetzt zweimal, dann haben wir hoffentlich 50 Stück später, mal schauen. Während die hier jetzt schön in Ruhe wachsen, machen wir jetzt erstmal den Apfel.
Apfelkuchen fertig. Dieses Apfelkuchenrezept findet ihr auch unter meinen Rezeptvideos. Das habe ich schon mal gezeigt. Das ist ein super einfacher, schneller Apfelkuchen. Schmeckt immer sehr, sehr lecker. Ich werde aber heute eine Kleinigkeit verändern. Und zwar werde ich den raffinierten Zucker gegen diesen Bio-Dattelzucker ersetzen. Da bin ich mal gespannt. Ich teste mich durch. Ich habe schon öfters mal Rezepte zum Beispiel gegen Kokosblütenzucker ersetzt. Aber diesmal nehme ich mal den Dattelzucker. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann schmecken wird. Und obendrauf kommt ja mal Honig. Und diesen werde ich diesmal gegen diesen Tapioca-Sirup ersetzen. Und mal gucken, wie das auch ist. Genau, weil der ist sehr honigähnlich von der Konsistenz auch. Und deswegen bin ich da mal gespannt. Die beiden Produkte verlinke ich euch mal in die Infobox. Die Eier haben sich auf jeden Fall gut aufschlagen lassen. Trotz, dass es der Kokosblütenzucker ist, weil ich hatte die Sorge, dass es sich ein bisschen anders verhält. Aber nee, es hat sich super schön aufschlagen lassen. So. Oh, du hast die falsch rum gemacht. So rein. Ja, nächstes Mal weiter so. Oh. Das musst du mir doch sagen. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Nee. Ich hatte auch das Gefühl, das war schon viel so. Normalerweise kam ja ein Glas Zucker rein. Ich habe jetzt ein Glas Dattelzucker genommen. Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, es war voll viel. Kommen die Mandeln auch jetzt schon drauf, ja, ne? Mandeln. Tutorial Spaß. Zimt. Hier. Ihr beide, ne? Ja. Mit viel Mandel schmeckt ja lecker. Schon alles getroffen.
Mülltonne sieht man die ganze Zeit nur so. Man sieht die Mülltonne die ganze Zeit. So, und jetzt statt Honig nehmen wir den Tapioca-Sirup. Ihr könnt ja schauen, die Konsistenz ist auch wirklich so wie Honig. Mal gucken, ob es auch die Mandeln schön karamellisiert. Der Kuchen kommt jetzt in den Ofen und in der Zwischenzeit machen wir jetzt die Füllung für die Porchas, für die herzhaften Milchbrötchen. Einmal Pizzafüllung und einmal Feta-Käsefüllung machen wir trotzdem, ne? Weil es wird sonst so viel, 50 Stück nur damit. Nee, machen wir beides und dann fangen wir an, die zu befüllen. Und bis die dann ofenbereit sind, ist der Kuchen fertig. Also ist so praktisch jetzt alles so nach und nach zu machen. So, hier haben wir jetzt die Hefebällchen geformt und die werden jetzt befüllt. Wir haben ja hier eben dieses Sujuk, Käse und Oregano. Medium wollte keine Paprika drin haben. Normalerweise kam da noch Paprika und Pepperoni. Ja. Medium wollte ohne, also machen wir auch Sujuk. Ja, wir haben auch keine rote Paprika, aber Pepperoni hätten wir reinmachen können. So, also nur Sujuk und Käse. Und hier haben wir Feta-Käse mit Petersilie. Genau. Das ist immer so super easy mit Hefeteig zu arbeiten. Braucht man kein Mehl mehr, nichts. Boah, ist ein bisschen viel, oder? Nein. Nein? Da reicht sonst nicht die Füllung. Ja, so viel dran, Medium. Ich habe die andere auch so voll gemacht. Nee, das war nicht so. Ich habe nicht so viel reingemacht. Ich musste schön zumachen. Ich fällt sonst alles raus. Sag mal, ich mache ja riesen Porchas hier, ey, mit extra viel Sujuk und Käse. Ja. So, und der Kuchen ist auch schon aus dem Ofen. Der sieht so aus. Der sieht super aus. Er ist auf jeden Fall super aufgegangen, so wie er sein soll. Und oben ist er auch schön karamellisiert mit dem Sirup. Da habe ich nur ein bisschen nicht so gut verteilt, dass er in der Mitte mehr braun ist. Aber ich bin echt gespannt, wie der dann jetzt schmecken wird mit dem Dattelzucker statt normalem raffinierten Zucker. Dann mal noch die Geschmacksprobe später. Mariam, die unbedingt so viel Füllung reingehauen hat. Da ist kein Wunder, dass sie wieder rausgequollen ist. Also, ne? Hatte ich das gefilmt, was für Berge du gemacht hast? Ja, hatte ich gefilmt, ne? Wie du so. Ja. Guck mal, die nicht so voll sind, sehen gut aus. Aber hier ein bisschen ausgelaufen. Aber die sehen richtig fluffy aus. Die sehen so aus, als wenn jemand Die nächsten sind noch im Ofen. Kuchen probieren wir. Also, wir lassen es mal kurz abkühlen. Und dann machen wir den Taste-Test. Okay? Ich probiere. Du machst auch Taste-Test? Ja. Die sehen auf jeden Fall super nice aus. Yummy! So, wir machen jetzt den Taste-Test mit der Porcha. Porcha kenne ich ja. Habe ich ja schon öfters gemacht. Letztes Mal haben wir es gemacht für die Autofahrtreise. Aber jetzt mit dieser Sujuk-Käse-Füllung. Was sagst du? Mega lecker. Ja? Ja. Also Medium hat gemeint, dass ihr fehlt da so ein bisschen dieses Tomatensoße, damit es ein bisschen so ein pizzamäßig schmeckt. Ich meine, wir haben halt nicht die Paprika reingemacht, die ja eigentlich so im Rezept war. Die sind auf jeden Fall schön soft geworden. Richtig ASMR hier. So. Haha, da kommt so viel Dampf raus. Oh. Nom, 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 nom. Ah ja, das ist gut. Ja, also vom Teig und so alles wieder mal super und geschmacklich. Also ich vermisse da keine Tomatensauce, dann ist es für mich Pizza. Ja. Aber halt dieser Porcher-Teig schmeckt halt besser, wie jetzt, wenn es jetzt Pizzateig wäre, ne? Also man kann ja auch Pizzabrötchen machen. Also, das war schon mal lecker, ne? Wollt ihr morgen in die Brotbox was davon? Ja. Lecker. Und jetzt gucken wir noch gleich den Kuchen. Da bin ich nämlich gespannt, wie der schmeckt mit dem Dattelzucker. So, jetzt machen wir gemeinsam mal, ich muss ja den Taste-Test zum Apfelkuchen. Also, das habe ich mir schon gedacht, das ist mir schon öfters passiert, dass der halt eben dunkel ist durch durch den Dattelzucker. Das passiert auch, wenn man den Kokosblütenzucker nimmt. Aber das stört nicht. Menim hat schon gesagt, das schmeckt so wie immer. Ich bin sehr gespannt. Willst du den ersten Bissen, oder? Komm, du kriegst den ersten Bissen mit Apfel, mit alles ein bisschen.
So, und dann kannst du mal sagen, du kennst ja auch den Apfelkuchen, wie der sonst immer schmeckt, Ja. ne? Ihr müsstet jetzt mal sehen, alle Kinder sind hier am Tisch. Nehmen und umdrehen, ne? Wie die mich alle angucken. Ja, das ist jetzt der Struggle, ne? Also alle Kopftuch anziehen. Schmeckt wie immer. Ich finde jetzt auch keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Also ich finde ihn weniger süß auf jeden Fall, den Teig. Ja, aber lecker. Tust du denn aufessen? Noch, auf jeden Fall. Wenn man den Zucker ersetzen will, dann kann man es auf jeden Fall mit dem Dattelzucker machen. Kokosblütenzucker geht bestimmt auch gut. Ist süß geworden, nicht zu süß. Der Teig ist gut, saftig, fluffig wie immer. Kann man machen. Kann man mal machen. Nö, das war's. Wir genießen weiter unser Abendessen. Die mit dem Feta-Käse habe ich jetzt nicht gezeigt, die Füllung. Aber das kennt man ja. Ja, was machst du da? Ja, deinen Schatten. So, meine Lieben, ich muss euch jetzt was zeigen. Ey, ihr werdet es nicht glauben, ne? Wir haben schon damals gevloggt. Okay, mach mal an. Hört mal zu. Der Tonaufnahme ist super schlecht. Ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Es ist so witzig, wie ich da anfange. Da hast du das erste Mal die Kamera rausgeholt, ne? Das ist im Krankenhaus direkt nach der Geburt der Sechslinge mit Mariam. Ja. Wir haben jetzt 17:35 Uhr. Jawohl. Wir sind in Zimmer Nummer 4. Heute zu Dana und Sekla im Zimmer 8. Boah, das Rauschen. Wir alle drei in einem Zimmer Ja. vereinigt. Kannst du mir mal die 3 zeigen, bitte? Und die Dana. Wie wär's, wenn du mal vielleicht aufstehen würdest, einmal Gott, du hast mich dazu gezwungen. und alles filmen würde? Warum? Hm? Hallo? Keine Lust zum Vloggen. Dann zeigen wir mal die Kinder durch. Gehen wir als erstes hier zu der Dana, der Erstgeborenen. Hier haben wir die kleine Rania. Ich muss all diese Aufnahmen einmal digitalisieren lassen. Hier ist sogar ein Urlaubsvlog. Das war das erste Mal, wo wir alle gemeinsam eben in der Türkei waren. Das erste Mal. Und das war eben vor 10 Jahren. Ne? Das war auch in der Türkei, auch in Samsun. Waren super klein. Da haben wir auch mit unserer Oldschool-Kamera eben Aufnahmen gemacht. Und eben erster Tag im Krankenhaus, direkt nach der Geburt, wo sie das erste Mal zu Hause waren. All das haben wir und ich muss das wirklich digitalisieren lassen, damit ich euch da auch ja, Videos draus machen kann. Das fände ich selber super, super interessant. Ja, und ja, wie die Qualität dann ist, ne, mit so Oldschool-Kassetten. Und was ist das für ein Modell von Kamera damals gewesen? Hier, was ist denn das für eine Sony? So eine Oldschool-Kamera, wer kennt denn noch sowas? So, eine Sony, eine alte Sony. Die ist genauso alt wie die Kinder. Die ist genauso alt wie die Kinder. Okay, cool. Paar Tage älter. Ein paar Tage älter. Ja, cool. Aber ja, super viele Aufnahmen, die bis jetzt noch keiner gesehen hat. So, hier haben wir die Esma und hier den Adem. Die Esma war die dritte, Adem der zweite. Rana! Zeynep! Adem! Adem! Hallo! Zelda! Zelda! Kuckuck! Hallo! Ahmed? Anne? Anne? Anne. Esma?
Mariam, mach mal Rana raus. Zeig mir, wie sie laufen kann. Ich will das aufnehmen. Lass sie mal da. Aferin Rana, Aferin Rana, Aferin Rana. Wir pflücken jetzt die Walnüsse vom Baum und ich zeige euch das jetzt mal. Das haben wir schon alles gesammelt und ja. Pure Qualität. Eine Walnuss 10 Cent. Genau. Kommt jetzt hier. Wir abkaufen. Hast du denn alles jetzt von Wohnen so jetzt kaputt gemacht? Nee, hier ist gerade was Neues runtergefallen, oder? Ah, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ah. Oh, Entschuldigung. Ja. Hallo, kleine Walnuss. Hast du dich verirrt? Komm in meine Hände. Hier ist einfach eine hier rein. Das ist noch irgendeine andere Schale. Hier ist die richtige Walnuss. Kann man es sehen? Sind hier noch welche? So, Michael mach Jordan. Stopp. Mach Stopp. Hast du gehört? Ja. Mach Stopp und jetzt nochmal. Wir machen jetzt eine Pflückaktion. Und das macht Spaß. Es regnen Walnüsse. Man muss aufpassen, dass die Walnüsse nicht auf den Kopf fallen. Jetzt kriegt man dicke Beulen. So, jetzt. Was sollen wir aufpassen? Es regnet. Es regnet! Was sollen wir aufpassen? Ich hab nicht zugehört. Auf wo? Oh. Oh. Guck mal. Aha. Überall Walnüsse. Der Walnusstag. Hier ist eine Walnuss. Hier ist ja eine. Ey, es regnet Walnüsse. Da ist noch eine runtergefallen. Oh. Ahmed, hier sind überall Walnüsse. Meine Hände sind voll. Oh. Oh! Tschüss, ein Ast ist runtergefallen. In das Loch rein. Ah, das sind Walnüsse. Ey, ich krieg die nicht alle in die Hand. Ja. Hier ist eine Walnüsse. Das ist überall 5. Da war eine Walnuss. Warte, wie der Korb jetzt? Nimm die Walnuss. Super hast du da gemacht. Super Uni. Ninja Warrior. So, Ahmed, du bringst die Ernte zu deiner Mama. Hier, nimm mit zur Terrasse, mit dem Baum zusammen. Du gehst auch von da. Ich glaube, Papa versucht, die Walnüsse vor den Eichhörnchen zu retten, ne? Weil wir sehen Ja, schon, wie da die sind überall Eichhörnchen Wolle. ja, wieder überall links bunkern. Die vergraben die, ja? Und dann im Winter graben sie wieder die Walnüsse aus. Aber wir geben denen immer welche. So, das ist übrigens ja die hässliche Seite vom Garten. Vorne sieht alles so schön aus, Picobello. Aber das ist jetzt ja die nächste Aktion. Vor allem dieser Bereich, deswegen steht hier auch schon der Bagger. Wie nennt sich das, umgegraben? Ich habe Führerschein gemacht. Der wird auf jeden Fall umgegraben, denn nächstes Jahr wollen wir auch hier eben eine schöne Fläche machen für unsere Gemüse. Ne? Wir schälen den Rasen. Ja, wir schälen den Rasen, was auch immer eben, damit hier dann später auch wir schön viel Gemüse machen können. Und ich zeige euch trotzdem schon mal das aktuelle Update. Oh, guck mal. Hier ist ja leider eben, hier hat man ja nur so ein paar Sachen eingepflanzt, was drüben so nicht mehr so Platz hatte. Wir hatten hier 2, 3 Tomatenpflanzen reingetan. Hier haben wir also ein paar Tomaten noch gepflückt. Aber wie gesagt, die sind halt auf der anderen Seite alle schlecht geworden. Das habe ich im letzten Vlog schon gesagt. Ich habe hier jetzt immer wieder ein paar Zucchinis. Mal gucken, da wachsen wieder welche. Ja, ansonsten ist nichts. Unsere Stangenbohnen sind leider dieses Jahr nichts geworden. Sind die nicht rausgekommen aus der Erde.
keine Ahnung, waren halt keine guten Bohnen. Das ist hier so unsere schöne Gartenseite, wundervoller Rasen, alles picobello. Und drüben ist eben die nicht so schöne. Da freuen wir uns wieder über tolle Walnüsse. Wir teilen sie natürlich. Teilst du die mit den Eichhörnchen? Niemals. Meine kann ich gleich. Nein, die kriegen ja ein paar. Ne, was war heute Morgen? Habe ich gesehen. Guck mal. Waren das auch die Eichhörnchen hier? Kann sein. Auf jeden Fall hat die hier irgendwas gegraben. Die verstecken ja dann immer die Walnüsse. Also, hier ist jetzt Garten-Update. Dieses Jahr leider nur Gurken. Sehr gute Gurken. Sehr viele Gurken auf jeden Fall. Das hatten wir letztes Jahr gar nicht. Das ist ja wirklich, also ich habe die ganze Zeit Gurken. Hier ist auch wieder aktuell, aber ich habe noch welche im Kühlschrank. Also Gurken hat funktioniert. Die brauchen wirklich keine Pflege. Die sind einfach von alleine fast. Also denen hat diese viele Feuchtigkeit auf dem Boden eben nicht geschadet, dass wir die nicht hochgebunden haben. Aber auch hier eben die Bohnen. Hier waren welche. Ich habe ein Essen draus gemacht. Also eine Ladung Stangenbohnen hatten wir nur. Mehr ist leider nicht rausgekommen. Was wir hier haben, ist ein bisschen Paprikas. Hier sind so türkische Paprika, so ab und zu ein paar Paprikas. Pflückt die, aber die ganzen Tomaten hat er entfernt. Die sind leider alle kaputt gegangen. Ja, hier hat der Nachbar noch welche was gegeben, was er hatte. Mal gucken, ob was noch draus wird. Ich komme gleich. Und hier haben wir aber Kräuterbeet jetzt angelegt, weil die Nachhilfelehrerin der Kinder, er hat das mitgebracht. Die hatte das von der Messe oder so bekommen. Und deswegen hat sie uns ganz viele hier Schnittlauch, Basilikum, ich glaube Minze war hier dabei, Bohnenkraut. Und haben wir hier einfach reingesetzt. Habe ich ein bisschen Kräuter jetzt aktuell, aber ja, leider keine Tomaten dieses Jahr. Bin ich zwar traurig, aber kann man nichts machen. Besser als nichts. Und nächstes Jahr müssen wir das gucken, falls wir in Urlaub wollen, wie wir das dann machen. Dass wir trotzdem schön Gemüse haben, aber ich sehe schon, ich muss meine Brombeeren wieder pflücken. Es sind so viele, da komme ich gerade nicht hinterher. So, Entrümpelungsphase, ja. Ich zeige euch lieber nicht, was wir im Keller alles haben, was wir entrümpeln müssen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon sehr viel, ein bisschen aufgeräumt. Das hat jetzt alles hier hingeschmissen. Das wird jetzt erstmal alles weggeräumt. Hier. So, zeig mal deine Basketball-Skills. Ist Vorführeffekt. Hier. Die Kunstwerke eines Nachbars, der ganz fleißig für die Kinder malt oder zeichnet. Sehr oldschool Kunst. Sehr 80er Jahre inspiriert, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie dieser ich bin keine Kunstkennerin, wie sich diese Kunststil nennt. Ne? Jedes Artwork hat ja so seinen spezifischen Namen. Aber ja, gerade ja die Mädels, die ja auch so künstlerisch, sag ich mal, begabt sind, gucken sich sowas sehr gerne an und lassen sich davon inspirieren. Oh ja, das ist aber ein schönes Bild. Da werden sich die Mädchen auch freuen, ja, mit der Katze. Tja, ist jetzt eine Aufgabe. Oh, von so weit weg? Wow. Ja? Eine Warte, ich hab von da ganz hinten geguckt. Ja. Guck, doch, hab ich schon noch. Oh, wow. Ey, ihr seid ja in kürzester Zeit zu Basketballprofis mutiert. Ah, was ist mit euch hier? Dass nicht jemand denkt, ich habe das so geschnitten und das ist reingefallen. Ne? Weißt du, da kannst du ja schummeln. Kannst du so, denkst du mal. Kennst du nicht so Videos? Dann sieht es so aus, als hätten die von weiß ich wo. Wobei, das ist so, weißt du, man sieht dich, du wirfst und dann filme ich hier, könnte man einen Cut machen. Ja, Entschuldigung, bak nereden? Das war ein Sechser war das. Oh nein. Ah, war der gerade drin? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja, von hier kann man jetzt sehen, wie die Distanz ist. Okay. Jetzt kann man es sehen. Wow. Ja. Anna, hast du gesehen? Krass. Anna, hast du gesehen? Ich bin da rangekommen. Nein. Jetzt ich.
Da war drin. Ich reiß doch das Ding ab. Wow. Jetzt ich. Der war schlecht. Von dir. Reicht das? Halle, du bist der Basketball-Kommentator. Du musst Von das hier Spiel kommentieren. 2 Würfel. Also jetzt Malik T mit. Nee, du sollst keine Anweisung geben, du sollst das Spiel kommentieren. Ja, mach ich Mike doch. Musa hat jetzt den Ball. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ach so. Okay. Malik T mit dem Freiwurf. Er wurft. Und er trifft ihn nicht. Gar nicht wahr. Du sollst korrekt kommentieren. Ja, Hier. Okay, 1-0. der war drin, er steht 1-0. Es geht Malik weiter, Temis. direkt weiter. Malik Musa Temis. Jetzt, ne? Wie viel? Malik Musa Temis. Malik Musa Temis am Ball und er trifft ihn nicht. Nein, das ist richtig. Weiter. Und Malik Musa mit dem Einwurf. Ohne Ausgleich. Malik Musa am Ball. Malik Musa am Ball. Adem beobachtet. Beobachtet ihn. Malik Musa dribbelt ihn aus. Oh! Malik Musa am Ball. Malik Musa am Ball und versucht irgendwelche Theatertricks zu machen, die er neu gelernt hat. So, Leute. Malik Musa am Ball. Malik Musa am Ball. Adem beobachtet ihn. Malik Musa dribbelt ihn, versucht ihn auszudribbeln. Hallo. Malik Musa am Ball, Malik Musa am Ball und ein Wurf. Und Adem blockt ihn ab. 2 Freiwürfe. Nein, du hast es rausgelassen, der hat 2 Freiwürfe gewählt. Adem am Ball, Adem am Ball, Adem Maradona und er wirft, er trifft ihn nicht. Weiter, es geht weiter. Weiter, Malik Musa mit dem Ball. Oh, clean. Und jetzt, weiter, weiter. Und Adem wirft ihn nach Afghanistan. 4-0. Ja, das ist richtig. Ja. Hochschräg. Nein, das war wieder veräppelt. Warum ist 10? Hier, nein. Doch. Ja, okay, ich stehe 6 durch. Du musst in dem Moment mit ihm hochspringen und abblocken. Ja, okay. Im richtigen Moment. Nein! Siehste? Und? Hier, pass! Pass! Niemals! Alleingang! Gibt es extra Basketballschuhe, so die gut sind für Basketballspielen? So wie Fußballschuhe? Muss euch jetzt langsam basketballmäßig hier einrichten, wa? Hier. Knöchel. Sind das Basketballschuhe? Nee. 6-2. Knöchel hoch. Ne? Ja, so wie bei Dings. Air Jordan, ja. Jordans. Okay. Jetzt hatte ich dein Gesicht nicht drauf. Nose? Nase? Was, die Nase oder Auge? Ja, das passiert doch. Das ist ja nicht mit Absicht. Ist normal. Passiert. Robdi, alles okay? Bitte noch. Ah, guck mal, ich sehe die gar nicht, ne? Die sind so versteckt. Bitte. Ja, ich habe da gesehen, da sind auch schon große. Da, hier. Ja. Ja, unsere einzige Ausbeute dieses Jahr. Was? Ach, guck mal, vorhin habe ich gefilmt, da habe ich die gar nicht gesehen, dass da so viele Gurken sind. Mhm. Die sieht man immer nicht. Das ist schon abgerissen. Ja. Hier. Malik Musa. So ein Ellbogen in mein Gesicht. Weiter steht da noch. Ein paar Mini-Paprikas, Libels. Snackpaprikas. Aber die sollten doch, glaube ich, gelb werden, die Snackpaprikas, oder nicht? Das waren ja 2 verschiedene, gelbe und Ach so. grüne waren das. Hast du vergessen? Hier sind doch Hä? Orange, ne? Ach so. Ja. Orange und da Ja, die werden ja dann noch orange. Du hast die zu früh abgemacht. aus dem Schirm was. Ja. Das sind Snackies. Snack. Stehziel erreicht und das ist gerade mal 17 Uhr. Ja, ich bin noch lange auf den Beinen. Okay. Kriegst du rein? Ja. Danke. Also, was sagst du zu der gerade eben passierten Situation mit Malik Musa? Wie wollen Sie das Also der liebe Ahmed, der wollte ihn ausdribbeln so richtig und dann richtig schönes Korb, ja, genau. Dann stand der liebe mal hier und der liebe und der liebe Basketballprofi stand genau hier und dann
ist der liebe Ahmed mit dem Ellbogen gegen sein Bäckchen gekommen, aber ganz zart. Das war gar kein Wechsel. Und jetzt Malik Musa mit dem Test vom Baba-Wurf. Jetzt passt So. Baba. Baba am Ball. Baba mit seinem Basketballblick und da trifft er ihn nicht. Mama. So? Und jetzt Malik Musa mit dem Testen. So? Ja. Und ein kleiner Wurf. Nicht so dolle. Und er trifft ihn nicht. Und er trifft ihn komplett daneben. Ins Aus. Jetzt an ist. Das ist immer so. Er trifft ihn nicht. Wie oft wollen Sie den nicht... einen Moment. Nicht treffen, nicht treffen. Wie oft wollen Sie denn den Ball nicht ins Korb reintreffen, Mensch? Und jetzt mal uns mit der Technik. So? Einfach zu Baba. Baba Wurf. Und er trifft ihn nicht. Mann. Aber hier. Ja, liebe Kommentatoren und Zuschauer, hier ist Basketballpark von Familie Temitz. Kannst du das durch die Bände? Hier wird jetzt geübt, wie Baba hier die Würfe macht und die Tricks. Baba hat leider nicht einmal getroffen und das wird er auch diesmal nicht. Der Kommentator Ahmed am Ball. Der Kommentator Ahmed ist leider nicht so gut. Jetzt Malik Musa am Ball. Warum hast du das hinten? Ich? Ich? Nein, Papa. Ich kann es auch. Aber von hinten. Ja, kann ich. Roxana Temitz geht jetzt langsam ins Haus. Ganz geschickt. Also wirklich, sag mal, ich glaube, ich bin wohl hier. Roxana Temitz geht ganz gezickt ins Haus. Gezickt? Jetzt hier über die Treppe. Nee, ich nehme die andere Tür. Okay. Wir nehmen die andere Tür. Haben Sie gehört? Liebe Zuschauer, wir gehen die andere Tür. Nein, unsere vom Dings, ja? Nee, du musst uns einen eigenen Kanalnamen geben. Warte. Wir sind Berliner Sechslinge BS. BSE. BSR. Vom Kanal BSR. Nein, BSL. Berliner Sechslinge. Ja. BSL 1. Roxana Temitz geht jetzt langsam ins Haus. Langsam geschickt und schnell. Jetzt gehen wir die Treppen hoch. Wo so viele wunderschöne Schuhe auf uns warten. Und die Tür wird geöffnet von Rana Temitz. So, okay. Reicht. Kommentator Ahmed kommt auch rein. Vielen Dank. Tschüss. Ich verabschiede mich.